Moin Moin, hier ist Nils von Hamburg Tech und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr mit Hilfe der Gladiator Software und einem Arduino digitale RGB-LEDs ansteuern könnt, wie zum Beispiel die WS2812B, und wie ihr das Ganze dann anschließen müsst, was für Netzteile ihr braucht, wie der Arduino läuft, was für ein Sketch da drauf ist, wie ihr die Gladiator Software auch zum Laufen bekommt. Das werde ich mal alles jetzt Step by Step euch zeigen und los geht's. Also, falls ihr noch kein Java auf dem Computer installiert habt, dann müsst ihr euch nochmal Java runterladen. Das wäre dann Java JDK Download 64 einfach mal eingeben und dann kann man sich, also wenn man 64-Bit-System hat, sonst natürlich was anderes, dann geht ihr einfach auf die Java-Seite und ladet euch hier einfach mal die Java-Version runter, zum Beispiel jetzt die hier. Einfach downloaden, installieren. Ich mache es jetzt nicht, ich habe die schon. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr Java auf dem Rechner habt oder auch mehrere verschiedene Versionen da habt, dann könnt ihr einfach hier die Eingabeaufforderung aufmachen und gebt einfach ein Java-Version und dann seht ihr, ob Java drauf ist und auf welche Version. Das ist später auch nochmal wichtig. So, wenn ihr Java jetzt installiert habt oder es schon installiert war, dann müsst ihr euch nochmal die RxTX runterladen. Wenn ihr 64-Bit-System habt, dann natürlich auch für ein 64-Bit-System. Und das geht auf dieser Seite hier. Genau, und da gehe ich jetzt einfach mal runter und hier könnte ich jetzt für Windows das runterladen. Werde ich jetzt nicht machen, habe ich schon, zeige ich euch gleich. Aber ihr müsstet das einmal runterladen. So, da sieht man das, kommt hier so als ZIP-Datei an und wenn man es entpackt hat, dann sieht es einmal so aus. Und das Wichtige da drin sind jetzt eigentlich diese drei Dateien und einmal die InStyleText. Da unten. So, muss ich einmal kleiner machen. So, wichtig ist einfach, wie man die installiert. Einfach in den bestimmten Ordner rein und da geht man einfach ja, in die Programme rein, Java, und wir haben ja vorhin, habe ich ja schon geguckt über Ausführen, welches meine Java-Version ist, nämlich die. Und dann gucke ich mir einfach an, hier in Slip und X, da würde ich dann jetzt einfach diese Datei reinkopieren. So. Und die anderen beiden, die kopiert man einfach hier rein. Bei mir sind die jetzt auch schon drin. Genau, und wenn man das gemacht hat, so, waren wir, da sind die ja nochmal zu sehen. Die einfach, wie gesagt, wenn man reinkopiert hat, ist man fertig mit dem Schritt. Und wenn man es nicht macht, die sind wichtig einfach für die Kommunikation zwischen Java und einfach der seriellen Schnittstelle, einfach dem Arduino im Endeffekt. Und wenn man es nicht installiert, dann kann einfach Gladiator später keine Daten an den Arduino senden und dann sehen die LEDs ziemlich dunkel aus. So, wenn man noch kein Arduino hat oder den schon hat, aber noch nichts damit gemacht hat, dann braucht man auf jeden Fall ja, das Arduino-Programm einfach, womit man Daten auf den Arduino lädt. Das bekommt man hier. Einfach fürs jeweilige Betriebssystem, was man hat, runterladen, installieren. Und dann ist man mit dem Schritt auch schon mal fertig. Was noch sein könnte, dass man den FTDI-Treiber braucht. Den könnte man dann hier downloaden. Auch fürs jeweilige Betriebssystem muss man gucken. Ohne den Treiber kann es dann sein, dass der Arduino einfach nicht erkannt wird und man ihn auch darum auf jeden Fall runterladen. So, jetzt kommen wir nochmal zu Gladiator selber. Das kriegt man auf solderlab.de. Das ist die Seite von demjenigen, der es auch entwickelt hat. Und ja, da geht man in den Download-Bereich auf Software Projects, Gladiator, und hier oben kann man sich die aktuelle Gladiator Version runterladen.
Und da sieht man auch, was es heißt. Graphical LED Installation Animator. Genau, den legt man sich darunter. Und hier gibt es dann noch ganz praktische Sachen. Einfach mal die Sketches für den Arduino. Und hier einfach mal WS2801 für den Arduino Uno oder diese Geschichten da, den legt man hier runter. Wenn man das Ganze mit dem Arduino Mega machen will, dann wäre das Richtige. Der schafft nämlich bis zu 1028 Pixel. So ein normaler Arduino, der knickt vielleicht bei mehr als 300 schon ein, muss man ausprobieren. Genau, aber ich habe mir das hier runtergeladen, WS2812. Damit kann man auch WS2811 oder auch WS2812B Pixel ansteuern. Das sind die einfach mit den 3 Kabeln. Daran erkennt ihr die. Die haben nur ein Kabel für Daten. Diese Sachen hier, das sind welche, die haben insgesamt 4 Kabel, weil da nämlich 2 Kabel für Datenübertragung sind und dann einmal Plus und Minus. Ja, wenn ihr euch die runtergeladen habt, dann geht es auch schon weiter. So, ich habe jetzt mal hier diese Datei geöffnet, einfach mit dem mit der Arduino Software, mit der Entwicklungsumgebung, und die sieht dann folgendermaßen aus. Hier sieht man auch von dem René Heller, der auch hier Gladiator gemacht hat von Pseudolab. Genau, das hier oben, so eigentlich alles hier unten auch unwichtig, muss man sich nicht unbedingt mit beschäftigen. Das hier ist wichtig, hier gibt man an, welchen Pin man beim Arduino benutzt, um das Kabel für die Datenübertragung anzuschließen. Kann man einfach hier die 6 nehmen, und hier, das ist noch wichtig, da gibt man ein, wie viele Pixel man dann ansteuern will, weil das ist wichtig, wenn man da eine falsche Zahl eingibt, dann geht es nicht. Und ja, stand schon da, ich werde jetzt mal 50 Pixel damit gleich ansteuern. Dann kann man das Ganze einmal hier überprüfen. Und hier ist dann auch schon Board, Uno und serieller Port ist dann der 5, hat er erkannt, angeschlossen. Und dann mache ich einfach einen Upload. Und schon ist das Ganze auf dem Arduino. Und damit ist der eigentlich auch schon bereit, LEDs dann anzusteuern. So. Dann haben wir hier einmal den Gladiator, das ZIP, was man runtergeladen hat. Und wenn man das entpackt, dann kommen da diese beiden Ordner raus. Und ja, hier wäre nochmal diese andere Datei gewesen, die ich auf den Arduino gepackt habe. Genau, hier geht man rein und startet einfach Gladiator mit einem Doppelklick. So, hier sieht man einmal, wie die Gladiator Software aussieht. Hier haben wir links und rechts so einen Mixer, und da können wir verschiedene Effekte einstellen. Also 5 Stück auf jeder Seite, und wenn Black da steht, ist da gar nichts. Und dann kann ich zum Beispiel hier Fading Pixels hinmachen oder so. Hier in der Mitte wird das Ganze zusammengemixt. Das kann man sehen, wenn ich jetzt hier den Regler in die Mitte bewege. So, hier ist gerade gar nichts. Dann sieht man, dass es in der Mitte von links und rechts so zusammen gemischt wird. Wenn ich den nach hier stelle, dann habe ich nur das von rechts. Wenn ich nach links stelle, habe ich nur das von links. Und dann gibt es hier noch verschiedene Methoden, wie das Ganze so zusammengemixt wird. Da kann man ein bisschen rumspielen. Hier unten gibt es noch die Möglichkeit, dass man Sound, sag ich mal, mit trackt einfach, wie, sag ich mal, die Musik ist, den Beat. Können dann auf Start gehen, und dann kann man, wenn man Strobe anschaltet, die LEDs einfach so blinken lassen, wie gerade die Musik ist, also so eine Soundansteuerung. Was man auch machen kann, hier sind so ein paar Sachen von Anfang an mit dabei, da kann ich raufgehen und dann sagen Set Left, und dann habe ich den einfach links drin. Die Matrix sieht jetzt hier gerade ein bisschen komisch aus, weil sie einfach so in Strichen ist. Das liegt daran, dass ich die im Moment auf 50 mal 1 gestellt habe. Ich kann jetzt hier gerade nichts ändern, weil nämlich der Serial Port offen ist. Wenn ich den jetzt schließe, kann ich auch wieder Änderungen vornehmen. So, also da, wenn man das mal hat, sich nicht wundern.
So, Matrix Size gebe ich jetzt mal ein. Ich habe ja 50 LEDs, mache ich mal 5 mal 10. Das bedeutet, ich hätte auf der X-Achse 5 LEDs und Y-Achse 10 und komme dann insgesamt wieder auf meine 50 LEDs. Dann würde die Matrix so aussehen. Hier 5 und hier 10. Wenn ich das jetzt wieder anders mache, hier 10 und hier 5, dann sieht man, dass hier jetzt nur noch 5 hoch ist, aber 10 lang. So. Ich werde jetzt aber für den Test hier einfach 50 mal 1 nehmen und dann sind die LEDs einfach in so einer langen Kette und das ist immer eine LED hier. Er zeigt die zwar so als langen Strich, aber es ist immer eine LED und dann sieht man, welche Farbe die gerade hat. So. Genau, und auf Output, da sieht man hier COM5, das ist der Arduino, den er hier erkannt hat. Die Bautrate, das ist so diese Geschwindigkeit, mit der man überträgt, die Übertragungsrate, die muss man auf 1 Million stellen in dem Fall. Wenn man es am Mac anschließt, dann muss man die hier aufstellen, aber am Windows-Rechner ist sie auf 1 Million. Und wenn man jetzt auf Serial Open geht, dann würden die LEDs auch schon blinken. Das Protokoll nimmt man in dem Fall Gladiator-Protokoll, ist so ein eigenes Protokoll von dem Programm. Es gibt ja auch noch verschiedene, zum Beispiel DMX und Artnet und so eine Geschichte, aber wir nehmen das hier und wir nehmen Single Pixels, weil das für diese einzelnen LED-Module ist. Hier, das wäre wichtig, wenn man eine Matrix sich aufbaut, damit legt man fest, wo einfach die LED startet, also wo packe ich das Signal in die Matrix rein. Wenn ich links oben das Signal in die Matrix packe, dann ist ja links oben die erste LED, dann würde es ja anders aussehen, als wenn ich rechts unten einspeise zum Beispiel. Und ja, da kann man einfach auch ein bisschen rumprobieren, so lange bis dann einfach das Bild hier oder hier mit dem übereinstimmt, was einfach die Matrix anzeigt, dann weiß man, man hat es richtig eingestellt. Color Order, das kann auch wichtig sein, wenn man zum Beispiel was Rotes darstellt und es wäre blau oder grün oder ich stelle was Blaues dar und es ist rot oder so, dann weiß man, dass einfach die Farbreihenfolge von den LEDs nicht so übereinstimmt mit dem, was das Programm sendet. Und da wäre dann das Problem, wenn ich was Lilanes hier habe, dann zeigt mir aber die LED vielleicht was Orangenes an und dann weiß ich einfach, okay, da steuert er nicht die rote und die blaue LED an, wie er eigentlich sollte, sondern die grüne und die rote und dann wird es orange. Das kann man dann hier einfach noch einstellen, solange bis es dann einfach stimmt. Ja, das war es auch eigentlich so fast. Wenn ich jetzt auf Serial Open gehe, dann fangen die LEDs an zu leuchten. Wenn man Apply Change macht, dann macht er immer das beim ganzen Programm hier so, lässt das Fenster offen. Wenn ich auf Done gehe, macht das zu, aber übernimmt auch die Änderung. Was es auch noch für eine Möglichkeit gibt, man kann einfach hier diese Animation Add Scene to Playlist machen, glaube ich da jetzt schon, und dann hat man hier so eine Playlist, kann ich halt alles mögliche hinzufügen und dann kann ich sagen Start, die will ich jetzt mal hier weghauen, Remove, genau, so, ja, das sind hier meine Playlist. Dann kann ich sagen Start Play und was jetzt passiert ist, dass einfach eine Szene für 400 Millisekunden gezeigt wird und dann wird gefadet nochmal 400 Millisekunden und hier sieht man immer in der Mitte, was gerade angezeigt wird. Jetzt fadet er hier rüber und jetzt sehen wir das. Und das ist eine ganz nette Geschichte, weil da könnte man sich jetzt einfach irgendwo 500, muss man nicht 500, man kann auch 100 sicherstellen, irgendwelche Animationen, die man schön findet und die speichert man dann einfach hier in der Playlist und ja, dann kann man das einfach anschalten und dann spielt die Matrix irgendwie den ganzen Abend verschiedene Animationen ab. Da ich jetzt ein bisschen viel gelabert habe, kommt die Ansteuerung der LEDs kommt einfach jetzt in Part 2
Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zur Gladiator Software habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann antworte ich euch drauf.